It's interesting how we find connections from the Sufi master in Istanbul to Glenn Dolan and to the yogi fire breath, but they had one thing in common: holding the breath. And so I found that you can do the fire breath, which is really good, and I use it a lot. There's something else you can do, which is very interesting. Oh, sorry. Also es gibt interessant die Verbindung von einem türkischen Sufi-Meister zu Gurdjieff. Yeah, and this other thing we can do is was wir auch machen können. Well, I'm trying to decide which one of the exercises, the other one that I'm going to give, because there's so many. Let's see. Maybe I need to hold my breath. Ich überlege gerade selbst, welche von diesen vielen Übungen ich jetzt hier anbieten möchte. That's why I said I'm putting myself to sleep. A cup of coffee. Good idea. That's another thing you can do. Have a cup of coffee. Constrict the arteries to the brain. No, actually, a cup of coffee opens them up. You're right. Caffeine does open the arteries to the brain also. But auch Koffein öffnet die Arterien, ja. But just for a short time. Aber nur ganz kurz. And it doesn't build new brain cells, I don't think. Und es schafft auch keine neuen Hirnzellen. But let's see. Oh, when like I say, when I'm driving, I recently drove from California to our home in Arizona. Wenn man also fährt, unlängst fuhr ich von Kalifornien nach Hause nach Arizona, which is a 14-hour drive. Eine 14-Stunden-Fahrt. And I'm getting a little old for 14 hours, I think. Maybe für 14 Stunden Fahrten werde ich doch langsam etwas alt. But on the drive, I was holding my breath a lot. Aber während der Fahrt habe ich sehr oft meinen Atem angehalten. Toward the end of the drive. Yeah, and so that's something you can do, and you don't have to be obvious about it. You can do it discreetly, no matter where you are. Das kann man also machen, ganz diskret, unauffällig, überall. And often, if right before I come out and lecture, bevor ich also zu einem Vortrag rauskomme auf die Bühne, I just take a deep breath and hold it for as long as I can. Atme ich tief ein und halte die Luft an, solange ich kann. And then release it right before coming on stage. Und lasse sie langsam frei, bevor ich auf die Bühne komme. And I feel my entire body gets very hot, very warm. Dabei empfinde ich, dass mein Körper sehr warm wird. As the blood flow to the brain triples. Da sich ja eben mit zunehmender Blutzufuhr zum Gehirn, die sich ja verdreifacht. And it helps with the memory of all the various little things that I want to talk about. Und es unterstützt auch eben sehr die Erinnerung, das Gedächtnis und all die Sachen, die ich dann vorhabe. So, yes. So that is the exercise for today. Das ist jetzt die Übung für heute. And I would like to find out how many of you are coming tomorrow. Wie viele von Ihnen kommen morgen auch? Okay, good. I just wanted to have a little bit of an idea, because tomorrow I'm going to ask how many people weren't here today, so I can figure out what I'm going to talk about. Morgen werde ich fragen, wie viele Leute waren gestern nicht da und jetzt. So the new ones tomorrow can have some exciting information, and maybe a little bit of what I've talked about today, and the ones who are here today can get also new information and not get bored. Morgen werden die neuen Leute auch also interessante Informationen bekommen und einen Teil von dem, was heute mitgeteilt wurde, und auch umgekehrt. Die heute da waren, werden auch morgen wieder etwas Interessantes bekommen. Yeah, okay. All right, so why don't we all do that? Yeah, would you like to, should I? What do you? Okay, let's do the fire breath. Den Feueratem, das ist diese Übung, die machen wir jetzt. Okay, so let's start by we'll plug up the right nostril.
den rechten Nasenflügel zuhalten. And you breathe out and then in the left nostril. So out, in. Und dann durch den linken Nasenflügel aus- und einatmen. Plug up the left nostril and go out, in. Und dann den linken Nasenflügel zuhalten und durch den rechten aus- und einatmen. And then switch, out, in. So it's always out, in, switch, out, in, switch. Umfassen, aus, ein, umfassen, aus, ein. So you always change after the in-breath. Immer nach der Einatmung wechseln. So just do it for a little bit till you feel like you need a deep breath. Macht es jetzt so lange, bis das Gefühl da ist, jetzt brauche ich einen tiefen Atemzug. And then plug up the right nostril last. Als letztes den rechten Nasenflügel zuhalten. And breathe a very deep breath through the left nostril. Durch den linken tief ausatmen. And then hold the breath. Den Atem anhalten. Sorry. Hold the breath. After inhaling. Nach dem Einatmen. After inhaling deep the last time. Nach dem letzten tiefen Einatmen den Atem anhalten. And then just breathe out. Und dann ganz einfach ausatmen. If that doesn't wake you up, nothing will. Wenn Sie das nicht aufweckt, dann schafft es nichts anderes. Thank you. All right. Okay, so I am going to open up for some questions. Ich bin jetzt bereit für Fragen. Die erste Frage ist, es gab ein bisschen im Internet, was ich gelesen hatte, über dass man Bilder sehen kann über den Neurophon, spiralförmig aufgebaut und so weiter. Und die zweite Frage ist, ob ihr einen kleinen Kommentar geben möchtet in Beziehung zu der Arbeit von Jacques Benveniste, der Molekularschwingungen elektrisch überbringen kann, also dass man nicht mehr Moleküle braucht, um die Botschaft zu liefern. I have, the answer is I have done some research on the visual neurophone. Ich habe einige Forschung über das visuelle Neurophon gemacht, but the encoding of the visual cortex is a whole lot more complex. Aber das Codieren oder Dekodieren des visuellen Teils im Gehirn ist sehr komplex. And would you like to sit down? Have a little chair? I'm going to. Okay. And so, okay, and the work on Benveniste, Jacques Benveniste. He is the scientist who has worked on homeopathy and the memory of water. Dieser Wissenschaftler hat über die homöopathischen Wirkungen im Wasser geforscht. And I think that he has successfully demonstrated that water does have memory and that you can put the imprint of various substances into water. Und er hat tatsächlich nachgewiesen, dass Wasser ein Gedächtnis hat und man Wasser mit Informationen eben versehen kann. And I absolutely agree with him. Also, Peter Gross, my new old friend Peter Gross, has also done the same thing, and I have also done much work in this area. Und ich stimme ganz mit ihm überein, und auch mein Freund Peter Ruiz hat da Forschung gemacht. Peter Roos. Peter Roos hat da Forschung gemacht und wir sind alle zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Okay, next question. Eine Frage zum Hunzerwasser. Die freien Radikalen wurden genannt. Wie ist das mit dem Redoxpotenzial und dem Acid, also Säure-Basenhaushalt? Welchen Einfluss hat das Hunzerwasser auf diese beiden?
redox potential was the sample which I had, which was very, very old, had a redox potential of, I think, minus 30 or 40 millivolts. Das Redox-Potential dieser alten Probe Hunzerwasser hatte ein Redox-Potential von 30 bis 40 Millivolt. The system of using photoelectron effect by using a tunable laser is the easiest or the best way to actually measure the H- ions in water. Die photoelektronische Ablösungsmethode ist die beste Methode, um negativen Wasserstoff in einer Flüssigkeit zu messen. And the reason why is that I have had water that had a regular high, it looked like oxidized redox potential. That when I test it with the laser, it still has some H- ions in it. Not a lot, but it still has some in it. Und durch diese Methode konnte ich klar nachweisen, dass Wasser, das scheinbar wenig negativen Wasserstoff beinhaltet, doch einiges noch drin war. And the Hansa water was not very alkaline. It was about 7.4. Das Hunzerwasser war 7,4 pH-Wert. Okay. Although my own research, I believe that a pH up to pH 9, some even greater is good for the body. It depends on what's causing the higher pH. Aber aus meiner eigenen Sicht ist ein pH-Wert von 9 und sogar noch mehr sehr gut für den menschlichen Körper. Aber es kommt auch an, wodurch dieser pH-Wert verursacht wird. Eine Frage noch. Ich arbeite mit dem Gerät von Professor Besson. Kennen Sie Besson? Das Sie auch angegeben hatten, Dr. Rasche hat er bei Ihnen auch gemessen. Rasche. Redoxpotential haben Sie angegeben in Ihrem Zettel. Ich arbeite mit dem gleichen Gerät und wollte wissen, ob Ihr Wasser da auch nachmessbar ist nach den gleichen Kriterien. I don't even know what you're talking about right now. So, sorry. Okay. Yeah, I have a question about your cities. Perhaps you can explain how it's technically solved to have these frequencies above 20 kilohertz and lower than 20 hertz, because this is not the ratio. No, we have a neurophone that is that you can plug music into. Yeah. And when you plug that CD into that neurophone, it produces because of okay, that means on the normal high-field stereo. No, you only get the maximum on. Yeah, that's what I wanted to know. Yeah, we can't. Yeah, sure. We can't get above. Yeah. Yeah. Thanks. Although I do know a technique for doing that, even on a normal. Yes, was not my question. Okay. This would be very interesting because I know something else. Well, if you have you have to build a small circuit that goes in series with the loudspeaker. Yeah. It's called a differentiator. Hier um diese Laute, diese Sachen, du yeah, that's what I wanted to know. If he knows techniques. Yeah. So you can you can do it inside the amplifier or right before the speaker, but you put what's called a differentiator. Ein Differenziator in den Lautsprecher einbauen. Circuit, and the differentiator will take a certain tiny glitches in the audio, which contain high frequencies, and that means interference. It will increase the incidence of that, so that you can actually, out of normal loudspeaker system, you can get very high ultrasonic frequencies if you're using a good tweeter system.